Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir sind immer noch in Slowenien auf dem Juliana Trail unterwegs. Ja, jetzt mittlerweile auf Etappe 11 und 12. Und zwar Genau, von Most nach Sochi, nach Dolmin und von Dolmin nach Kobarid. genau. Wir sind hier auch schon in Kobarid angekommen. Das heißt, wir sind die 2 Etappen schon gelaufen. Ja, das eine war so die kürzeste Etappe des Juliana Trails und jetzt die 12. war ja von den Höhenmetern auch recht entspannt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie diese beiden Etappen so waren, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Von Most nach Sochi aus ging es auf die kürzeste Etappe des Juliana Trails. Und hier seht ihr auch schon unsere Begleiterin für die nächsten Etappen, die Socha. Kennengelernt habt ihr sie ja schon im letzten Video bei unserem Abstecher nach Kanal ob Sochi. Direkt hinter Most nach Sochi durchquerten wir noch einen weiteren kleinen Ort. Und so dann hieß es mal wieder, raus aus dem Ort und ran an den Berg. In diesem Fall waren es aber nicht ganz so viele Höhenmeter nach oben, gerade mal 130 davon. Dafür aber auf schönem schmalen Pfad mit Geröllpassagen und der ein oder anderen schönen Aussicht. Hier kam auch relativ schnell unser Ziel, die Stadt Dolmin, in Sicht. Wie so oft auf diesem Weg gab es mal wieder Unstimmigkeiten zwischen der Beschilderung und der genutzten GPX-Datei der offiziellen Homepage. Ja, da ist eben ein Hund verschwunden da unten. Der hat mich sehr neugierig beäugt. Hier müssen wir rechts, Tobi. Wahrscheinlich hier lang, oder? Ja? Straße oder Weg? wir hätten vorhin schon auf die Straße irgendwo runtergemusst. Aber hier ist ein Wegweiser, das passt wohl schon. Nee, Straße und dann runter. Ja, dann. Das ist einfacher. Hier ist der Weg. Ja, wir hatten ja jetzt auch ganz viel Fahrt. Kurze Zeit später erreichten wir erneut das Ufer der Socha. Nach einem kurzen Stück am Ufer entlang ging es über eine Brücke und ein Stück zurück bis nach Dolmin. Kurz vor Etappenende hatten wir dann auch mal wieder das Glück, dass es zu regnen anfing. Allerdings, so viel sei schon mal gespoilert, das letzte Mal auf unserer Wanderung auf dem Trail.
Frühmorgens verließen wir Tolmin wieder. Kaum waren wir raus aus dem Ort, musste Tobi wieder prüfen, ob wir noch richtig waren. Zu Beginn der Etappe war es auch noch etwas grau und in tieferen Lagen bewölkt. Das sollte sich aber bald bessern. Und wieder mal keine Brücke. Ah, doch. Naja, zumindest ein Übergang. Nachdem die ersten geschotterten Kilometer überwunden waren, ging es etwas oberhalb des Flusses, wie so oft, weiter über Asphalt und durch die Dörfer. Aber immerhin vor sehr schöner Kulisse. Der schönste Abschnitt der Etappe war ein kurzes Stück entlang von Trockenmauern. Ja, hübscher Abschnitt. Das ist jetzt wie auf Krück, nur mit Moos. Wie auf Krück. Könnte auch irgendwo in Irland oder Schottland sein. Ja, Wie auf Krück, nur mit Moos. ja die Trockenmauern halt. Ja. Ja, die werden halt hier nicht so ganz trocken. Wir kamen auch wieder an einigen Bienenkästen vorbei, die neben den zahlreichen Bienenhäusern in dieser Region zum typischen Landschaftsbild gehören. Wieder auf der normalen Straße angelangt, zeigte sich ein Problem, mit dem wir auf dem Trail immer wieder zu kämpfen hatten. Zwischen den Dörfern ist einiges an Verkehr und nicht jeder nimmt Rücksicht. Wir fahren dich glatt um. Am Ende der Etappe kamen wir wieder zur Socha und überquerten den Fluss über eine Brücke, die Napoleonbrücke, welche aus dem Jahr 1750 stammt. Erhalten hat sie ihren Namen aber erst Jahre später, nachdem Napoleons Truppen darüber marschiert waren. Danach war es nur noch ein kurzes Stück bis Kobarid.
das waren die Etappen 11 und 12. Ja, Anne, wie waren sie gewesen? Ja, also Etappe 11, die war ja so schön kurz und wir haben erst gedacht, wenn es so am Fluss lang geht, naja, mal schauen. Aber wieder erwarten war die ziemlich gut. Es ging Genau, immer am pfadig. Berghang entlang, genau, schmaler Pfad. Ging auch ein bisschen hoch und runter, so ja, knapp 200 Höhenmeter, nicht ganz. Also war schön, man hat auch immer schön gucken können, jetzt gerade im Frühling. Hat uns sehr überrascht. Genau, und dann Positiv. die 12. Etappe hat zumindest mich schon etwas negativ überrascht. Die war zwar relativ einfach zu laufen, allerdings weite Teile entlang hier unten von der Landstraße und da ist dann doch einiges an Verkehr. Und man muss dazu sagen, hier in Slowenien, die Leute, die machen nicht langsam, wenn sie da irgendwie Fußgänger, Wanderer oder so sehen. Und mit der Masse an Autos, die da doch über den Tag an einen vorbeifährt, ich fand es dann doch streckenweise sehr anstrengend. Also da muss ich es verteidigen ein klein wenig, die 12. Etappe. Ja, hier und da hätte man den Weg wahrscheinlich ein bisschen geschickter legen können, aber im Großen und Ganzen, man hat schön gucken können. Also rechts und links, man hat die Berge, man hat ganz viel blühende Wiesen, man hat Kühe und Ziegen Ja, gut, und Schafe und also man hat einfach viel zu gucken. Man kommt auch immer wieder durch Ortschaften durch. Ich fand es eigentlich, ja, okay, viel Straße, aber trotzdem schön zu laufen. Ich meine, die Landschaft natürlich, die ist top rundherum. Und? Wie sie sagt, viel zu gucken. Genau, Ja. man hat ja auch diesen Fluss, also die Socha, die strahlt einen an, egal Hier wo, unten. wenn man ein bisschen näher rankommt, das ist der reine Wahnsinn. Also so schlimm fand ich die Etappe nicht. War der Vorteil von dem vielen Asphalt, man konnte in Ruhe rundherum gucken, ohne dass man jetzt groß Angst haben musste, irgendwo drüber zu stolpern. Oder Aber wie gesagt, wenn runterzufallen. dann die Autos kamen, ja, hat mir jetzt, wie gesagt, an der Stelle zumindest der Aspekt der Etappe nicht so gut gefallen. Ansonsten, leidiges Thema Markierungen. Ich muss es wieder anbringen, wie gehabt. Es sind einige Markierungen da. Es könnte deutlich besser sein. Hier und da fehlt was. Einige sind auch abgebrochen worden. Also warum auch immer. An anderer Stelle passt wieder Die Beschilderung mit der App genau, nicht zusammen. mit der App nicht zusammen, mit dem GPX. Wobei wir festgestellt haben, die Beschilderung häufig, also öfter jetzt auch mal vom Weg her schöner war als das, was die App uns vorgeschlagen hat. Die wollte nämlich noch mehr über Straße. Genau. Mhm. Also wie gesagt, wenn ihr die App nutzt, beziehungsweise euch die Datei für Komoot oder AutoActive oder wie auch immer runterladet, kommt er auf jeden Fall ganz gut durch. Ja gut, heute hat man auch nicht und gestern nicht verloren gehen können, weil man sich immer am Fluss hält. Genau. Da kann nichts schief gehen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Wunderbar. Dann soll es das für dieses Mal wieder gewesen sein von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns auf den nächsten beiden Etappen wieder.